Greetings, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ihr seht es am Hintergrund, ich stelle euch heute wieder einen Vaporizer vor. Wir haben heute einen Vaporizer von einer chinesischen Firma namens Endgame Labs und dieser Vaporizer nennt sich Tucon. Er kommt in dieser äußerst gut gepolsterten Tasche und wir schauen uns das Gerät direkt mal an. Das Gerät ist ein tragbarer Ballvape mit separat steuerbarer Konvektion und Konduktion. Daher auch der Name Tucon, denn das steht für die zwei Heizarten, und zwar Konvektion und Konduktion ist gleich Tucon. Im Lieferumfang dabei ist erstmal das Gerät selber. Da ist ein Stem dabei, zusätzlich ist auch noch ein Ersatzstem mit Kugeln dabei und es sind auch bei den Stems Mundstücke aus Holz dabei. Dann weiterhin noch ein bisschen Zubehör, neue Siebe, ein Schraubenzieher, eine extra Dichtung. Dann, wie bei jedem Vaporizer, typisch auch dabei eine Bürste. Auch hier handelt es sich um eine Kunststoffbürste. Daher ist Vorsicht geboten, damit in ein heißes Gerät reinzugehen. Und zu allerletzt haben wir noch ein USB-A zu USB-C-Kabel. Was ich hier ganz geil finde, ist, dass das ein Gewebekabel ist. Die sind nämlich wesentlich hochwertiger als die normalen. So, schauen wir uns das Gerät mal an. Betrieben wird das Ganze mit Batterien, aber nicht wie wir es kennen mit 18650er Batterien, sondern das hier ist eine 21700 Batterie. Zum Vergleich, hier ist die 1850 Batterie und hier die 21700. Mit Batterie wiegt das Gerät ungefähr 285 Gramm, ist also relativ schwer. Die Kammer haben wir hier. Wir schieben hier das Kraut rein. Das ist ähnlich wie beim Tiny-Mite oder bei den Ariza Vaporizern. Und meines Erachtens passt in die Kammer bis zu 0,3 Gramm rein. Weiterhin haben wir hier oben am Mundstück gleich noch integrierte Wasserpfeifenadapter. Die sind aus Aluminium und zwar aus einer 6061 Legierung. Das ist einmal der 18er Schliff und einmal der 14er Schliff. Zu der Legierung habe ich ein bisschen gegoogelt und die 1661 Legierung soll sehr hitzebeständig sein. Ich möchte aber auch betonen, dass der Dampfweg selber, weil er durch das Glas geht, keinen Kontakt mit dem Aluminium selber hat. Das Gerät hat einen USB-C-Anschluss, kann man sich natürlich schon denken, wenn ein USB-C-Kabel dabei ist. Leider kann das Gerät aber kein Pass-Through, das heißt, wenn das Gerät am Laden ist, kann man es nicht mehr benutzen. Ist das Gerät an und man steckt es an den Ladestecker, so geht das Gerät aus und geht in den Lademodus über. Wir können hier an die Seite diese Kappe abmachen und dann sehen wir schon das Arbeitsstück dieses Vaporizers. Und zwar haben wir hier 330 Rubinbälle in dieser Kammer, in der auch eine Drahtspule ist, die die Rubinkugeln erhitzt. Das heißt, wir haben unten eine Drahtspule, die von Rubies umgeben ist. Das ist dann der Konvektionsheizer. Und hier oben haben wir eine Drahtspule, die um die Kräuterkammer gewunden ist. Und das ist dann unsere Konduktionsspule. Zudem haben wir hier im Deckel ein ziemlich praktisches Tool, um auch schön in der Kammer rumzurühren bzw. diese auszuleeren. Der Luftweg geht hier unten durch diese Löcher durch, wandert dann durch die Rubies, die Luft erhitzt sich und dann kommt sie oben durch die Kräuter und extrahiert unsere wertvollen Inhaltsstoffe. Und dann kann man zusätzlich hier oben auch noch die Konduktionsspule anmachen, dass sich die Kräuter auch von der Außenwand nach innen erhitzen und nicht wie für Konvektionsvaporizer typisch von innen nach außen. Das heißt, wir können also ein richtig gutes Zusammenspiel zwischen Konvektions- und Konduktionshitze selber bestimmen, um so unser präferiertes Dampfverhalten zu bekommen. Um die Heizer haben wir hier so eine Glasisolierung. Die finde ich allerdings nicht so praktisch, weil die relativ dünn ist und man kann auch hier sehen, hier ist mir schon was abgebrochen. Die dient aber eigentlich nur dazu, dass die Hitze ein bisschen isoliert wird, aber man kann den Vaporizer leider nicht sicher ohne diese Isolierung benutzen. Ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich hier einen Stopper, auf den kommt eine Dichtung, die den Stem festhält und wenn wir diese Glasisolierung nicht haben, dann fällt dieser Stopper einfach durch. Das würde bedeuten, ohne diesen
Stopper und ohne diesen Dichtungsring passt der Stem zwar rein und man kann so auch vaporisieren, allerdings rutscht er recht schnell wieder raus, was das Ganze nicht so sicher macht. Und da der Stem aus Glas ist, der ist auch, wie man sieht, nicht gerade so dick. Die gehen also auch relativ schnell kaputt. Ihr könnt sehen, das ist hier nur eine Glashülse, das heißt, die hat eigentlich gar keine Funktion, außer dass die ein bisschen die Wärme isolieren soll. Ich baue das mal wieder zusammen. Das Besondere an diesem Vaporizer ist, dass wir durch das separate Regeln der Konvektions- sowie der Konduktionstemperatur und auch durch das separate Ein- und Ausschalten der jeweiligen Heizmethode wir den Vaporizer individuell als 100% Konvektion oder als 100% Konduktion betreiben können oder halt eine Mischung, die unseren persönlichen Vorstellungen entspricht. Und das ist meines Wissens nach aktuell auf dem Vaporizer-Markt ein Alleinstellungsmerkmal. Schauen wir uns das Gerät einmal an. Hier ist der Anknopf und hier ist Temperatur hoch und runter. 5-mal klicken geht das Gerät an. Wir werden mit dem Logo begrüßt und haben hier schon unsere aktuelle Temperatur. Die obere Temperatur ist die Konduktionstemperatur, die untere Temperatur ist die Konvektionstemperatur und die Sekundenanzahl ist der Timer, wie lange das Gerät läuft. Wie gesagt, mit 5 Klicks schalten wir das Gerät an. Mit 4 Klicks können wir zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln. Mit 3 Klicks schalten wir die Konvektionswärme an. Und während die Konvektionswärme läuft, können wir durch Drücken und Halten die Konduktionsspule noch zusätzlich dazu steuern. Wenn wir zweimal klicken, dann können wir die Temperatur einstellen. Wir haben jetzt hier 203 Grad bei der Konduktion. Nochmal zweimal klicken. Kommen wir zur Konvektionstemperatur. Und nochmal zweimal klicken, kommen wir zum Timer. Die Konvektionstemperatur geht von 80 bis 235 Grad, die Temperatur für die Konduktion geht von 80 bis 210 Grad und der Timer geht von 180 bis 420 Grad. Ich muss aber dazu noch sagen, dass bei der Konvektion und bei der Konduktionstemperatur kann man auch 0 einstellen und das wäre dann eine Einstellung, mit der man die jeweilige Heizmethode ausschaltet und nur mit der anderen vapet. Wenn man jetzt quasi die Konvektionswärme auf 0 stellt, dann kann man einfach drücken und hat nur die Konduktionswärme. Man muss aber trotzdem die Konvektion einschalten. Der Timer läuft rückwärts und vibriert dann in den letzten Sekunden und signalisiert so, dass sich das Gerät demnächst ausschaltet. Wenn man jetzt 100% Konduktionshitze haben möchte und keine Konvektion, dann kann man die Konvektionstemperatur auf 0 Grad stellen. Dann wird nur über Knopfdruck in der oberen Spule Hitze erzeugt, aber so habe ich ausprobiert, performt das Ding leider nicht. Es ist also eher ein Konvektionsvaporizer, bei dem man zusätzlich noch Konduktion dazuschalten kann. Das löst das Problem, was ich schon erwähnt habe, bei 100% Konvektionsvaporizern das Kraut eher von innen nach außen röstet, wie man das zum Beispiel beim Tiny-Mite sehen kann. Wie schon erwähnt, beladen wird das Ding auch hier oben durch den Stem. Man muss allerdings beim Beladen aufpassen, dass man das Ding nicht zu voll macht, wenn man die Konduktion dazuschalten möchte, weil, wie ihr sehen könnt, ist der untere Teil des Stems liegt nicht auf der Höhe der Drahtspule und von daher würde hier unten keine Konduktion ankommen, sondern eher Konvektion. Ich habe am Anfang schon gesagt, es passen wahrscheinlich so 0,3 Gramm rein. Ich habe das Ding eigentlich immer so mit 0,15 bis maximal 0,2 betrieben. Das sind immer so meine maximalen Dosen, die ich auf einmal vapen möchte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da würden auch 0,3 Gramm reinpassen. Wichtig ist dabei natürlich, dass man das Kraut nicht zu sehr stopft, dass noch genug Konvektion durchkommt. Die Aufheizzeit von dem Gerät ist leider relativ lange mit ungefähr 1 Minute und auch wenn das Gerät aufgeheizt ist, also wenn hier unten die Rubies aufgeheizt sind, dann muss man dem Ganzen ein paar Züge als Starthilfe geben. Das nennt sich Priming, bevor das dann überhaupt erst richtig anfängt zu arbeiten. Das heißt, wenn das Gerät auf Temperatur kommt, dann zieht man ein paar Mal, bis man merkt, oh, jetzt kommt Dampf und dann kann man kräftiger ziehen und kann auch, wenn man möchte, die Konduktionsspule dazu steuern, um richtig gute Ergebnisse zu erzielen. Denn dann muss ich sagen, performt das Teil echt gut, wenn die Konduktionsspule noch mit angesteuert wird.
Damit ist das Teil dann nämlich in der Lage, echt richtig dicken Dampf zu produzieren. Zwar weniger als der Tiny-Mite mit einem Zug, da kann ich mit einem Zug wirklich die komplette Bow lernen, aber dafür kann ich mit dem Ding unglaublich dichten Dampf erzeugen. Mir fällt jetzt kein Vaporizer ein, mit dem ich schon so dichten Dampf wie mit dem Ding hier erzeugt habe. Mit einer Batterieladung komme ich immer so auf 4 bis 6 Sessions, je nachdem, wie lange ich daran vape und wie viel ich in die Kamera reingemacht habe. Und ich habe in den letzten Wochen auch eigentlich immer einen Satz Batterien im Ladegerät gehabt. Ich habe das Gerät selber auch mal am USB-Port geladen, schon ein paar Mal. Ich muss aber dazu sagen, ich habe da nicht drauf geachtet, wie schnell das geht. Und das ist ja auch immer abhängig, was für einen Ladestecker man dazu verwendet. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass das Ding sonderlich langsam geladen hat. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich von dem Gerät echt ziemlich begeistert und ich werde es garantiert öfter in der Hand haben. Ich finde auch die Idee mit dem integrierten Wasserpfeifenadapter finde ich einfach super. Aber es gibt wie bei jedem anderen Vape Punkte, die ich negativ finde und das sind jetzt folgende. Ich verstehe nicht, warum das Display so angeordnet ist, denn dadurch, dass man während das Ding heizt und man die Konduktion dazu haben möchte, ständig den Knopf drücken muss, dass die Konduktion heizt. Verstehe ich nicht, warum das Display so angeordnet ist, weil man würde eher so ziehen und dann hat man das Display immer schräg vor sich. Das ist mir so aufgefallen. Ich finde, wie schon gesagt, diese Glasisolierung irgendwie doof, weil dadurch bedeutet das, wenn das Ding einmal runterfällt, ist mir diese Glasisolierung kaputt gegangen und das wäre schon ein Grund, warum ich dieses Gerät nicht mitnehmen würde, wenn ich mal draußen unterwegs bin, weil ich leider ein Mensch bin, dem öfter mal was runterfliegt. Dann finde ich, ist die Aufheizzeit mit einer Minute und dann den Starthilfezügen schon ziemlich lange und eher untypisch für Vaporizer aus der heutigen Zeit. Aber das ist ja leider auch diesem System geschuldet, dass hier unten eine Drahtspule ist, die zuerst die Rubinbälle erhitzt. Das heißt, da muss man natürlich schon eine Zeit lang warten, bis hier sich die Hitze richtig verteilt hat, dass die Luft schön aufgeheizt werden kann. Und zu guter Letzt finde ich, dass die Kühlung mit den mitgelieferten Stems leider nicht so gut ist. Die sind ziemlich groß, die Kugeln, das heißt, da ist nicht so ein großer Kühleffekt, dafür aber eine gute Airflow. Und ich würde eher dazu tendieren, kleinere Kugeln reinzumachen. Dann ist der Airflow zwar ein bisschen schlechter, aber dafür ist die Kühlung ein bisschen besser. Oder man geht einfach direkt über Wasser. Über Wasser macht dieses Gerät super Spaß. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dadurch, dass das Gerät einfach so ausgefuchst ist und individuell konfigurierbar, was das Ganze auch irgendwie kompliziert machen kann, würde ich schon sagen, dass das Teil eher was für Vape-Nerds und nicht wirklich für Einsteiger ist. Aber ich bin mir sicher, dass Vape-Nerds an dem Gerät Gefallen haben können. Das war mein kurzes Video, mein kurzes Review zum Tucon von Endgame Labs. Ein in meinen Augen einzigartiger Vaporizer aktuell und ein echt solides Gerät mit einem neuen Batterietyp. Das ist vielleicht auch noch ein Negativpunkt, dass es andere Batterien gibt. Das heißt, man muss sich neue Batterien kaufen, weil die 18650er nicht passen. Sollte man schon welche davon für seine anderen Vaporizer oder vielleicht für seine E-Zigaretten oder sonst was haben. Die passen hier nicht rein, sondern man müsste sich 21700er holen. Das war's von meiner Seite, Leute. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen zu dem Vaporizer habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Peace. So Leute, zum Abschluss möchte ich euch nochmal zeigen, wie dieses Gerät dann überhaupt performt. Ich bin da eigentlich nicht so der Fan von, aber weil ich schon erwähnt habe, dass dieses Ding unglaublich dichten Dampf erzeugt, dachte ich mir, ich muss euch das jetzt einfach zeigen. Dazu habe ich das mit ca. 150 Milligramm Kraut beladen. Oder exakt 150 Milligramm Kraut beladen. Und jetzt schmeißen wir das Gerät mal an. Ich habe eingestellt für die Konduktionstemperatur 200, machen wir 200, für die Konvektionstemperatur 230 und für den Timer 420, einfach weil das meine Lieblingszahl ist. Los geht's. Ich habe dreimal gedrückt. Die Konvektion fängt an zu arbeiten. Das Gerät hat vibriert, das bedeutet, die Konvektion ist auf Temperatur. Jetzt ziehen wir ein paar Mal, um zu primen. Das war jetzt der dritte Zug. Jetzt merkt man, es kommt langsam was.
Jetzt drücke ich auch noch auf den Knopf der Konduktion, lasse das so bis 180, 190 hochheizen und jetzt ziehe ich. Und ihr seht schon, unglaublich dichter Dampf. Die Konduktion habe ich wieder losgelassen, also ich habe sie nur einmal auf 180, 190 hochgeheizt. Und jetzt kann man ein paar Mal ziehen. Ich mache dann aber auch gerne immer mal wieder so die Konduktion pulsen. Unglaublich dichter Rauch bei verhältnismäßig echt kurzen Zügen. Man merkt auch richtig, wie das in den Hals reinkommt. Also du hast richtig Feedback im Hals auch, dass jetzt was kommt. Unglaublich, Leute. Jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass es schon weniger wird. Ich drücke nochmal die Konduktionsspule. Gehe mal auf 200. Ja, jetzt flacht der Dampf langsam ab. Schmeckt auch nicht mehr so gut. Ja, jetzt habe ich geschmacklich mein Ende erreicht. Wir machen das Gerät mal aus und schauen uns mal das Kraut an. Und jetzt schaut mal, wie wunderschön das durchgeröstet ist. Ich hole das mal raus mit dem coolen Tool hier. Da sieht man, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Das sieht jetzt auf der Kamera ein bisschen heller aus, aber meines Erachtens würde ich da nie wieder rangehen. Das war's von meiner Seite. Macht's gut, Leute. Ciao.